Egal ob Digitalisierung oder demografischer Wandel, die Arbeitswelt von heute ändert sich immer schneller. Und deswegen ist sowas wie lebenslanges Lernen wirklich unabdingbar für deinen beruflichen Erfolg. Und gerade wenn du arbeitssuchend bist, ist es ratsam, die Zeit mit einer Weiterbildung oder einem Coaching sinnvoll zu nutzen. Die gute Nachricht: Für fast jede Weiterbildung gibt es passende Finanzhilfen und Förderprogramme. Welche das genau sind, zeige ich dir in dieser Folge. Den Bildungsgutschein bekommst du, wenn du arbeitssuchend, von Arbeitslosigkeit bedroht oder in Kurzarbeit bist. Oder du hast einen befristeten Arbeitsvertrag, der demnächst ausläuft. Ist das erfüllt, sichert dir die Agentur für Arbeit eine Kostenübernahme für eine berufliche Weiterbildung oder Umschulung zu. Mit einer Umschulung erwirbst du sogar einen echten Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf. Das Ganze geht natürlich auch total familienfreundlich in Teilzeit. Und Fahrtkosten, Kosten für Unterbringung und Verpflegung sowie die Kinderbetreuung werden übernommen. Und in diesem Video hier findest du alle weiteren Infos zum Thema Bildungsgutschein. Der Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein, kurz AVGS, soll dir helfen, am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Anspruch hast du, wenn du Arbeitslosengeld 1 beziehst, mindestens 6 Wochen arbeitslos warst und noch nicht in einem Job vermittelt wurdest. Deine Fallmanagerin bei der Agentur für Arbeit hat da aber noch Spielraum und kann die Anforderungen individuell anpassen. Zur Auswahl stehen Bewerbungscoachings, Weiterbildungen, private Arbeitsvermittlungen oder die Probearbeit in einer Firma. Alle Programme dauern dabei jeweils etwa 8 Wochen. Die Höhe des Gutscheins liegt bei ca. 2.000 €. Hier in diesem Video erkläre ich dir, wie der AVGS genau funktioniert. Das Qualifizierungschancengesetz ist quasi eine Weiterbildung im Job, also eine geförderte Personalentwicklung. Zum Beispiel, wenn du dich auf berufliche Veränderungen vorbereiten willst. Stichwort Digitalisierung, Automation oder KI. Beantragt wird das Ganze von deiner Arbeitgeberin. Sie muss also der Weiterbildung zustimmen. Voraussetzung ist, dass deine letzte Berufsausbildung mindestens 4 Jahre zurückliegt. Du darfst zudem in den letzten 4 Jahren keine Förderung erhalten haben und bist sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das Ganze kann auch im Betrieb stattfinden, wenn die Weiterbildung von einem zugelassenen Träger wie der WBS Training durchgeführt wird. Mit dem Qualifizierungschancengesetz können bis zu 75% der Kosten übernommen werden. Natürlich sind das längst nicht alle Fördertöpfe. So gibt es beispielsweise den Berufsförderungsdienst der Bundeswehr. Er unterstützt SoldatInnen nach ihrem Dienstende bei Weiterbildungen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge fördert bestimmte Kurse für Menschen mit Migrationshintergrund. Für Menschen, die ihren erlernten Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben können, gibt es zudem Angebote von der Rentenversicherung und vieles mehr. Auch wer sich neben dem Beruf fortbildet, kann finanzielle Unterstützung wie zum Beispiel das Aufstiegs-BAföG bekommen. Einen Überblick über alle Finanztöpfe findest du auf der Website von WBS Training. Den Link packe ich dir unten in den Beschreibungstext. Bei Fragen kannst du dich natürlich gerne an das Beratungsteam von WBS Training wenden. Die helfen dir gerne, welche Förderung zu dir passt. Alle Kontaktdaten findest du ebenfalls hier unten im Beschreibungstext. Du hast Fragen zu anderen Themen aus den Bereichen Job und Karriere? Dann schreib es mir gerne hier auf YouTube oder auf Instagram in die Kommentare. Und lass gerne ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat und vor allen Dingen auch geholfen hat. Und abonniere unseren Kanal. Bis bald, dein Chris.